Moin zusammen. Es freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich euch Musik in Dolby Atmos vorspiele. In diesem Fall habe ich eine Produktion ausgewählt von LBT, dem Leo Betzel Trio, und zwar das Album Abstrakt. Daraus werde ich euch 2 Nummern vorspielen. Das Leo Betzel Trio ist Leo Betzel Klavier, Sebastian Wolfgruber Schlagzeug und Maximilian Hirning Kontrabass. Die Produktion basiert auf einer Live-Aufnahme aus dem Bayerischen Rundfunk. Mein ehemaliger Kollege und Freund Matthias, der die Band auch immer live betreut, der hat die wunderschöne Stereomischung gemacht und meinte zu mir, ob wir da nicht mal eine Dolby Atmos Mischung draus machen. Und das haben wir dann zusammen gemacht und wie gesagt, die ersten Schritte in Richtung Dolby Atmos, und das werden wir uns gleich mal in Ruhe anhören. Viel Spaß! Diesmal werde ich nicht so viel erzählen. Wie das Ganze funktioniert, habe ich euch im letzten Video schon gezeigt. Ihr hört das Ganze binaural über Virtuoso, und zwar mit diesem Preset. Ich muss dazu noch sagen, der Morten Lindberg ist einer der besten Klassik-Engineers, die es gibt. Sein Studio in Schweden ist wirklich unglaublich und seine Aufnahmen klingen fantastisch. Das ist wirklich große Kunst. So, damit das Ganze auch ein bisschen für euch einen Eindruck ergibt, wie ihr das im Kopfhörer hören könnt, will ich euch kurz einmal die Lautsprecher einzeln ansprechen, so wie beim letzten Mal, aber diesmal ein bisschen anders. Zuerst schnappen wir uns einen Kopfhörer. So, und dann würde ich jetzt mal nach vorne links in den linken vorderen Lautsprecher gehen. Jetzt bin ich in dem rechten vorderen Lautsprecher. Jetzt bin ich im Center-Lautsprecher. Jetzt bin ich im linken Seitenlautsprecher, der ungefähr bei 90 Grad steht. So ein bisschen mehr als 90 Grad, links neben euch. Jetzt rechts neben euch, im rechten Seitenlautsprecher. Jetzt bin ich hinten im linken Lautsprecher, hinten links unten. Jetzt bin ich im rechten Lautsprecher, rechts unten. Jetzt bin ich links vorne oben. Jetzt bin ich rechts vorne oben. Hallo? Jetzt bin ich links oben hinten. Und jetzt bin ich rechts oben hinten. Und ich habe ja erzählt, dass Dolby Atmos aus dem Kino kommt. Und daher muss der Hubschrauber natürlich von hinten links nach vorne hinten rechts nach vorne links fliegen. Also, das machen wir jetzt mal. Ich gehe mal nach hinten rechts. Flap, 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 und vorne links gelandet. Und als besonderen Gag würde ich mich nochmal vorne im Center auf den Berg stellen und ins Tal rufen. Das Tal ist hinter euch. Und das würde ungefähr so klingen. Hallo, Echo. Ja, jodeln kann ich natürlich nicht. Ich bin ja kein Ostfriese. Ich bin Ostfriese. So, jetzt habt ihr schon mal einen Eindruck, wie das im Kopfhörer klingt, wenn man mit Dolby Atmos irgendwelche Sachen hört. Von der Band LBT habe ich euch ein Stück mitgebracht, das heißt Narrativ. Das war meine erste Produktion überhaupt und es hat viel Spaß gemacht. Die Herausforderung war, dass ich eigentlich nur sehr wenig Stems oder Quellenmaterial hatte. Also ich hatte das Klavier in Stereo, den Bass in Stereo, obwohl der natürlich eigentlich Mono ist, das Schlagzeug in Stereo und 4 Mikrofone, die über der Band angebracht waren, über der Bühne. Das waren meine ganzen Quellen und das musste ich dann Dolby Atmos mäßig so ein bisschen aufteilen. Ich wollte das so machen, dass man quasi ganz nah an der Bühnenkante sitzt und die Band so im Halbkreis vor einem sitzt. Und damals hatte ich noch einen anderen Mac, einen alten Mac, und habe das sogar mit Stereohallen gemacht. Ich hatte noch keine immersiven Reverb-Plugins und habe mehrere Stereo-Reverbs benutzt, die ich dann verteilt habe.
ja, hören wir uns das einfach mal an und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Es geht gleich los. Ihr seht wieder die Objekte als Punkte. Hinterher erkläre ich euch so ein bisschen, wo was zu sehen ist.
Ja, soweit zu Narrativ, dem dritten Titel auf der Produktion. Eine große Herausforderung war bei dieser Mischung, dass es ein Live-Konzert war und die Stücke gehen ineinander über. Und ich musste die Übergänge in Dolby Atmos, also gapless, ohne Pause dazwischen, so gestalten, dass das genauso wie bei der Stereomischung ineinander übergeht. Und den Applaus überblenden und so weiter. Das war eine ziemliche Herausforderung, aber das ist mir letztendlich dann gelungen. Ich werde auch mal das Stück anspielen und euch kurz erklären, was ihr da auf dem Bildschirm seht. Sekunde, dann kann ich euch das mal zeigen. Wie ich sagte, ich hatte nur sehr wenige Stems, also Klavier, Stereo. Das sind diese beiden Punkte, dieser hier und dieser hier. Dass dieser Punkt so ein bisschen in den Raum gezogen ist, das würde ich heutzutage nicht mehr machen. Denn ihr müsst wissen, wenn man eine Monoquelle in den Raum zieht, auf verschiedene Lautsprecher, kann es zu Phasenproblemen kommen. Und das hört man, wenn man den Kopf bewegt. Das ist ein oft gehörter Fehler. Auch bei großen Produktionen wird das manchmal gemacht. Und das geht nicht. Man muss also quasi immer seine Quellen außen postieren und möglichst nur auf 2 Lautsprecher maximal verteilen. Also dieser Punkt und dieser Punkt ist das Klavier. Das ist also so halb links. Dann habe ich das Schlagzeug halb rechts, also das ist der rechte Kanal vom Schlagzeug, das ist der linke. Und den Bass habe ich quasi hier in der Mitte auf den Center gelegt. Genau, diese 4 großen Punkte, das sind Stereohallen, die ich dort hingelegt habe. Und dass die so eine Sphäre um sich haben, das liegt daran, weil ich den Size-Parameter im Renderer, im Dolby Atmos Binaural Panner, im Dolby Atmos Panner aufgezogen habe. Weil es ein Reverb ist, dachte ich, das ist ganz schön, wenn der sich ein bisschen größer verteilt. Würde ich heute auch nicht mehr so machen. Ist zu groß. Also ich gehe beim Size-Parameter maximal bis 10. Da geht bis 100. Ja, hier hinten ist dann auch noch irgendwie ein Reverb. Ja, das ist soweit alles. Dann würde ich euch bei diesem Track gerne nochmal zeigen, wie der Unterschied zwischen Stereo und Dolby Atmos ist im Kopfhörer. Und dazu seht ihr gleich, wenn hier die VO-Meter, wenn ihr die alle seht hier, dann hört ihr Dolby Atmos. Und wenn ich umschalte, dann seht ihr nur noch ein Stereo-Metering. Und ich starte das mal. Ihr habt vielleicht gehört, bei der Stereomischung war das Klavier auf links und rechts komplett breit gemacht, was natürlich Sinn macht bei so einer Trio-Aufnahme. Ich allerdings habe in Dolby Atmos das Klavier nach links gesetzt, so wie die auch auf der Bühne stehen. Und das fand ich eigentlich ganz passend. Ja. So, ich habe jetzt noch ein zweites Stück für euch vorbereitet, und zwar das erste Stück auf der Platte. Das heißt Vom Hof. Ein sehr schönes, meditatives Stück. Also der Leo spielt einfach unglaublich toll Klavier. Die Band ist super zusammen.
Ist wirklich nice. Hört euch das mal an.
Ja, dass die Aufnahme so abbricht, das hat damit zu tun, dass da dann das nächste Stück anfängt und das ineinander übergeht. Und wenn ich die einzelnen Tracks daraus vorspiele, dann hört das einfach so auf. Eine wirklich tolle Band. Bei dem Konzert, wo diese Aufnahme entstanden ist, war ich leider nicht dabei, aber beim Release-Konzert in der Unterfahrt in München. Und eine super Band, wirklich toll. Ganz fantastisch. Schön, dass ihr wieder zugehört habt und ich freue mich aufs nächste Mal. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch was gefällt oder nicht und lasst mir vielleicht ein Like da und ein Abo, würde ich mich freuen und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!